Ich will nur eins hören. Sag mir, dass du mich nicht mehr liebst. Dann lasse ich dich hier in Ruhe. Für immer. Aber dass Sie Ihre Haushaltskasse mit Prostitution aufbessern. Was? Herr Streitmann, ich bin doch keine Prostituierte. Ich kann nicht verantworten, dass Ihr Sohn länger in Ihrer Obhut bleibt. Wie bitte? Ich nehme Ihnen das Kind auf der Stelle weg. Herr Streitmann, das dürfen Sie nicht. Ja, ich muss es sogar. Mein Interesse gilt nur dem Wohl des Kindes. Und das sehe ich hier in keiner Weise gewährleistet. Aber Sie wissen doch, dass ich gut für mein Kind sorge. Fragen Sie doch die Mütter aus der Krabbelgruppe. Was ich sehe, reicht mir. Ist ja mein Reden. Je eher das Blag weg ist, desto besser. Ich meine, bei dem Geplärre vergeht einem doch alles. Das Kind ist tatsächlich in der Wohnung, während Sie Ihrer Arbeit nachgehen. Ich habe ihr gleich gesagt, sie soll es wegmachen lassen. Aber nein, der Vater hat ja angeblich viel Geld, ne? Und den will sie so richtig abzocken. Ich kenne diesen Mann nicht. Guck mal, wenn heute Abend keine 5 Scheine hier auf dem Tisch liegen, dann geht dir der Pogo ab. Ist das klar? Fassen Sie mich nicht an, ja? Das magst du doch, oder? Herr Streitmann, Sie glauben diese Farce hier nicht, oder? Ansgar hat ihn angeheuert. Geben Sie es zu. So, jetzt habe ich sie richtig heiß gemacht. Viel Spaß. Und vergiss nicht die 5 Scheine. Herr Streitmann, Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich eine Hure bin. Immerhin haben Sie auch nicht gezögert, sich mir anzubieten, als es um das Sorgerecht ging. Da drängt sich der Verdacht schon auf. Ja, ich... Würden Sie jetzt bitte endlich den Kinderwagen holen? Herr Streitmann, Sie können mir doch meinen Kleinen nicht wegnehmen. Wird's bald. Soll ich euch lieber allein lassen? Nicht nötig. Sie wollte sowieso gerade gehen. Ich gehe erst, wenn du mir eine Antwort gegeben hast. Du musst nur sagen, dass du mich nicht mehr liebst. Das kann ich nicht. Dann bedeute ich dir doch noch etwas? Selbst wenn. Manchmal reicht Liebe eben nicht. Aber Glaubst du, ich kann einfach vergessen, wie es war, dich mit Ansgar im Bett zu sehen? es tut mir so leid. Bitte verzeih mir. Das kann ich nicht. Jedenfalls noch nicht. Das verstehe ich gut. Ich will dich auch nicht drängen. Aber vielleicht kannst du uns ja doch noch irgendwann mal eine zweite Chance geben. Ich werde warten. Egal wie lange es dauert. Konstantin. Er schreibt, er vermisst mich. Große Neuigkeiten. Stand das etwa nicht in den anderen 100 SMSen, die er dir heute geschickt hat? Du hast doch echt keine Ahnung, wie es ist, wenn man Sehnsucht hat und sich nicht sehen kann. Doch, zufällig redest du seit Wochen über nichts anderes. Sag mal, was ist eigentlich mit deiner Mathearbeit morgen? Was soll damit sein? Meinst du nicht, du solltest so langsam mal anfangen zu lernen? Wozu denn? Ich kapier das sowieso nicht. So ein Quatsch. Erstens bist du nicht halb so blöd, wie du aussiehst. Und zweitens sind quadratische Gleichungen total einfach. Für dich vielleicht Streber. Du musst doch nur ein paar Formeln auswendig lernen. Oder möchtest du eine 6 in Mathe kassieren, deswegen sitzen bleiben? Ist mir vollkommen egal. Ich höre wohl nicht richtig. Wenn du glaubst, du kannst die Schule wieder vernachlässigen, hast du dich gewaltig geirrt, meine Liebe. Das ist das Einzige, was dich interessiert, wie ich in der Schule bin. Ich werde nicht zusehen, wie du dir deine Zukunft verbaust. Ach nein?
Aber als Konstantin nach Amerika geschickt wurde, da hast du einfach zugesehen. Lisa. Dir ist doch völlig egal, wie es mir geht. Hauptsache, meine Noten stimmen. Aber weißt du was? Du kannst mich mal und diese blöde Versetzung ist mir auch egal. Lisa meint das nicht so. Herr Streitmann, es tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Das ist kein Problem. Alles in Ordnung mit meinem Sohn? Wie geht's dir denn, mein Kleiner? Das Kind ist nicht vernachlässigt worden, wenn Sie das meinen. Also hören Sie mal, was waren das denn für Zustände? Wie soll denn ein Kind da aufwachsen? Mit einer Hure als Mutter? Naja, also grundsätzlich ist Prostitution ja nichts Illegales. Die Umstände allerdings waren doch bedenklich. Ja. Offenbar arbeitet Frau von Anstetten in der Wohnung, in der sie mit dem Kind lebt. Ja, und dann dieser Zuhälter. Also ich kann Ihnen gar nicht genug danken, dass Sie mich so schnell angerufen haben. Ja, mein Kleiner, jetzt bleibst du beim Papa. Ich gebe dich nie wieder her. Ich muss mir doch keine Sorgen machen, dass seine Mutter den Kleinen doch noch zu sich nimmt. Ja, also letztlich entscheidet das Familiengericht, aber meine Empfehlung wird eindeutig ausfallen und normalerweise wird dem auch entsprochen. Ja, und bis zum Sorgerechtsprozess muss ich diese Rabenmutter noch zu meinem Sohn lassen? Das ist Ihnen freigestellt. Aber bis dahin bleibt das Kind bei Ihnen. Na dann, auf Gregor und dich. Noch nicht. Aber er hat dir doch gesagt, dass er dich noch liebt. Zumindest hat er es nicht abgestritten, aber das heißt noch lange nicht, dass er mir verziehen hat. Aber das wird er. Schau mal, Felix und Vanessa, die haben sich so oft getrennt. Und jetzt sind sie sogar verheiratet. Gregor, jetzt lass dich von der Sache mit Max nicht so fertig machen. Aber sie hat doch recht. Ich kann sie nicht einfach so vergessen. Ich verstehe dich ja, aber trotzdem finde ich es ziemlich dreist von ihr, dir so zuzusetzen. An ihrer Stelle hätte ich vielleicht genauso reagiert. Aber immerhin zeigt es, dass ich ihr nicht ganz egal bin. Daran hätte sie mal denken sollen, als sie dich mit Ansgar betrogen hat. So? Woran hast du denn gedacht, als du Ansgar mit mir betrogen hast? Entschuldige. Schon gut. Ich meine, vielleicht bin ich einfach zu selbstgerecht. Sie hat den Fehler gemacht. Das tut ihr leid. Okay. Gregor, du bist nicht selbstgerecht. So einen Betrug, den steckt man nicht eben so einfach weg. Und dann auch noch ausgerechnet mit dem besten Freund. Mein bester Freund ist der schon lange nicht mehr. Ich bin mir sicher, er hat sie abgefüllt, die Situation ausgenutzt. Ganz einfach, um es mir heimzuzahlen. Ach komm, Max ist eine erwachsene Frau. Sie muss doch gewusst haben, wie sehr sie dich damit verletzt. Das hat verdammt wehgetan. Da ist man einmal verliebt. Und dann passiert sowas. Irgendwann wirst du dich wieder verlieben. In jemanden, der es auch wirklich wert ist. Aber ich liebe Max. Lisa? Hab ich hereingesagt? Tut mir leid. Wir beide müssen miteinander reden. Sag doch einfach, welche miese Erziehungsmethode du dir jetzt wieder für mich ausgedacht hast. Und dann lass mich in Ruhe. Eigentlich wollte ich dir ein Angebot machen. Ich kann's kaum erwarten. Gut. Ich weiß ja, wie sehr du Konstantin vermisst. Ach ja? Du hast doch keine Ahnung. Deswegen darfst du aber die Schule nicht vernachlässigen. Du weißt doch, wie wichtig diese Mathearbeit ist. Wenn du die verhaust, dann bleibst du sitzen. Und dann müsste ich tatsächlich zu miesen Erziehungsmethoden greifen. Mach doch. Aber dann müsste ich dir den Sommerurlaub streichen. Ist mir egal. Schade. Ich hab gedacht, du würdest gerne nach Boston fliegen. Boston, aber Dann könntest du Konstantin wiedersehen. meinst du das wirklich ernst? Vorausgesetzt, du schaffst die Versetzung. Worauf du dich verlassen kannst. Und jetzt raus, ich muss lernen. Schön ruhig sein.
Meinst du, ich soll ihn anrufen? Hast du Gregor nicht versprochen, dass du ihm ein bisschen Zeit lässt? Ja, du hast ja recht. Das ist er. Na und? Willst du nicht rangehen? Hallo? Hi, Max. Können wir uns sehen? Klar. Heute noch? Nee, ich habe ja noch viel zu tun. Morgen wäre besser. Wie wär's mit Frühstück? Hier im No Limits. Ja, natürlich. Ich komme. Bis dann. Okay, bis dann. Und? Er will sich mit mir treffen. Oh, jetzt wird doch noch alles gut. Tja, mein Kleiner, jetzt wächst du doch nicht auf Königsbrunn auf. Das tut mir leid, aber die Mama und du, wir gehen jetzt auf eine lange Reise. Und deinen miesen Erzeuger, den musst du niemals wiedersehen, das verspreche ich dir. Tanja? Was soll das denn werden? Leonhard, lass uns gehen, bitte. Tanja, sei vernünftig. Das bin ich. Weißt du, was Ansgar getan hat? Er hat mich vor dem Jugendamt so dastehen lassen, als würde ich anschaffen gehen. Wie bitte? Ich habe im Sorgerechtsprozess überhaupt keine Chance mehr. Wenn ich jetzt nicht verschwinde, dann sehe ich mein Kind nie wieder. Also gut, wenn du willst, dann sage ich in den Prozess für dich aus. Das ist lieb von dir, aber ich werde das Risiko nicht eingehen. Leonhard, du hast selber ein Kind verloren. Du weißt, was ich durchmache. Tanja, überleg es dir noch mal. Ich habe keine Wahl. Was glaubst du denn eigentlich, wie weit du mit dem Kind kommst? Wahrscheinlich schaffst du es nicht mal bis zur Grenze. Und selbst wenn, Ansgar ist sehr einflussreich. Er wird dich finden. Du weißt, dass ich recht habe, Tanja. Wenn du jetzt wegen einer Kindesentführung erwischt wirst, dann war's das für immer mit dem Sorgerecht. Er wird uns nicht finden. Ich werde mich verstecken. Und was wird aus dem Kleinen? Immer auf der Flucht? Das ist kein Leben für ein Kind. Konzentrier dich, Lisa. So ein Mist. Ich kapier das nie. Ich muss aber. Wenn du doch jetzt hier wärst. Du kannst mir das bestimmt erklären. Kleiner, alles okay? Mein Gott, was für ein bescheuerter Traum. Natürlich tut es weh, wenn man sein Kind verloren hat und dann auch noch zusehen muss, wie der Ex mit seinem Sohn protzt. Wenn du dich einsam fühlst, ich bin immer für dich da. Nein, wirklich, ist alles okay. Ich habe ja Gregor. Ihr seid ziemlich eng zusammengerückt, hm? Das war auch sein Kind. Naja, und wenn man sowas zusammen durchmacht, das schweißt schon zusammen. Und Gregor ist wunderbar. Er ist immer für mich da. Morgen. Ist das Fläschchen fertig? Ja, Frau Kepler, worauf warten Sie denn noch? Mein Sohn hat die ganze Nacht durchgeschlafen. Er hat einen Bärenhunger. Ja, tut mir leid, Nathalie. Ich wollte kein Salz in die Wunden streuen. Halt einfach die Klappe, ja? Da will man mal nett sein. Naja, für Nettigkeiten hast du jetzt ja Gregor. Und Dank habe ich wohl ohnehin nicht zu erwarten.
Dabei hast doch gerade du von meiner kleinen Rache nicht schlecht profitiert. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Von Gregor. Seit er davon ausgeht, dass ich mit Max geschlafen habe, hast du ihn doch wieder ganz für dich. Oder ist es etwa nicht in deinem Sinne, dass mit Max Schluss ist? Darum geht's überhaupt nicht. Worum denn dann? Wäre es dir etwa lieber, die beiden kämen wieder zusammen? Nein. Na also. Aber das hat nichts mit mir zu tun. Ich finde einfach, dass Max nicht gut ist für Gregor. Ach so, ja. Natürlich. Ja, ich will einfach verhindern, dass sie ihn noch mehr verletzt. Lisa, das Bad ist jetzt frei. Lisa. Lisa, aufwachen! Konstantin. Nee, bloß ich. Aber was machst du da? Lernen, was sonst? Bis morgen muss ich alles drauf haben. Kikeriki, es ist morgen. Was? Oh Gott, ich bin eingeschlafen. Sieht so aus, ja. Oh Gott, ich darf Mathe nicht verhauen. Das klang gestern aber noch ganz anders. Gestern wusste ich auch noch nicht, dass ich zu Konstantin fliegen darf, wenn ich die Versetzung schaffe. Verstehe. Na dann, viel Glück. Mit Glück komme ich nicht weiter. Ich kann gar nichts. Wie konnte das nur passieren? Naja, vielleicht bekommst du ja einen spontanen Wissensschub, wenn du vor den Aufgaben sitzt. Hahaha. Ich bin voll im Arsch. Das kann natürlich auch sein. Aber wenn du es wenigstens probieren willst, dann würde ich mich jetzt fertig machen. Das darf ich eben auf keinen Fall. Du hackst doch irgendwas aus. Das muss dich jetzt nicht interessieren. Versprich mir nur, dass du Susanne nicht sagst, dass ich beim Lernen eingeschlafen bin. Meinetwegen. Gut, und jetzt raus. Ja, wer ist denn das? Ja, Herr Streitmann, also nochmals vielen Dank, dass Sie es einrichten konnten. Sie werden sicherlich verstehen, dass ich dieser Person nicht ohne Zeugen gegenübertreten möchte. Ah, Tanja, da bist du ja. Bitte schön. Sie machen einen Fehler, Herr Streitmann. Jetzt wäre ich eine Hure. Der Augenschein hat deutlich gegen Sie gesprochen, Frau von Anstetten. Alles Weitere überlassen wir dem Gericht. Darf ich meinen Sohn bis dahin wenigstens sehen? Ich habe doch Besuchsrecht, oder? Tut mir leid. Was soll das heißen? Das heißt, liebe Tanja, dass es für den kleinen Johannes hier besser ist, wenn er nicht einem schädlichen Einfluss ausgesetzt ist. Das wirst ja sicherlich auch du verstehen. Ich nehme an, Sie heißen das gut. Darf ich mich wenigstens von meinem Kind verabschieden? Aber natürlich, Tanja. Wir sind ja keine Unmenschen. Ach, Tanja, tu mir doch bitte einen Gefallen, ja? Versuche es gar keinen Unsinn. Du kannst mit dem Kind das Schloss ohnehin nicht verlassen. Hey, mein Kleiner. Na, hast du die Mami vermisst, ja? Hör mal, wir können uns jetzt ein paar Wochen nicht sehen. Aber bald sind wir wieder zusammen und dann kann uns bestimmt auch keiner mehr trennen. Ich verspreche dir eins, ich bin in Gedanken immer bei dir. Das musst du mir glauben, ja? So, ich denke, jetzt reicht's. Gib mir das Kind bitte, ja? Ansgar, wenn du auch nur einen Funken Anstand im Leibe hast, dann sagst du jetzt, dass das alles ein Irrtum ist. Tanja, hör doch auf mit dem Theater. Das Kind. Mein kleiner Spatz, ich liebe dich. Du hast kein Fieber. Mir geht's aber miserabel. Ich weiß auch nicht, was das ist. Sag mal, Ah, nee, also deine Mandeln sind nicht geschwollen. ich habe Bauchschmerzen. Sag das doch gleich. Hast du deine Tage? Soll ich dir eine Tablette holen? Nein, es ist der Magen. Ich habe bestimmt eine Lebensmittelvergiftung. Unsinn. Wir haben doch gestern alles selber gegessen und Paul und mir geht's glänzend. Es tut so weh. So kann ich auf keinen Fall in die Schule gehen. Und ausgerechnet heute, dabei habe ich so viel gelernt.
Ach, da weht der Wind. Die Mathearbeit. Ich will mich nicht drücken. Das ist auch gut so. Du wirst nämlich in die Schule gehen und diese Arbeit schreiben. Aber mir ist schlecht. Die wird gleich noch viel schlechter, wenn du nicht augenblicklich aufstehst. Tja, welchen nehme ich denn da? Den hier. Okay, 18,50. Nathalie, Hey, was machst du denn hier? ich nehme noch eine, ja? Ja. Stimmt dann so. Okay. Ich treffe mich jetzt mit Max. Ach. Ich habe nochmal über alles nachgedacht. Und ich glaube, wenn ich auf jemand wütend sein muss, dann auf Ansgar. Ich bin mir sicher, der hat die Situation einfach nur ausgenutzt, um sich an mir zu rächen. Dazu gehören immer noch 2. Ach was. Er hat sie benutzt. Punkt. Und wenn nicht? Du bist süß, weißt du das? Du willst immer nur das Beste für mich. Aber ich habe mir das genau überlegt. Ich muss uns beiden noch eine Chance geben. Na dann, viel Glück. Willst du gar nicht mitkommen? Ich muss noch was erledigen. Dann bis später. Gregor? Ja? Ich wollte es dir eigentlich erst nicht sagen, aber ich war gerade bei meiner Tante. Ja und? Naja, sie hat zufällig gesehen, wie Ansgar und Max an dem Abend gefeiert haben. Bitte. Sie meinte, das war wohl alles ziemlich eindeutig. Max hat sich wohl regelrecht an Ansgars Hals rangeworfen. Das wirst du mir büßen, Ansgar von Lahnstein. Hallo. Ich habe mich total gefreut, als du dich gestern mit mir verabredet hast. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Wäre ich auch beinahe nicht. Wieso? Ich habe gedacht, ich kenne dich. Aber offensichtlich habe ich mich schon wieder in dir getäuscht. Ich verstehe nicht, was du meinst. Setz dich doch erst mal hin. Das wird nicht nötig sein, Max. Ich kann dir einfach nicht mehr vertrauen. Aber Es ist aus, okay? Endgültig.